Also, womit beschäftigen wir uns heute? Erstmal brauche ich hier meine Uhr, damit wir auch die 30 Minuten nicht überschreiten. Also, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir kümmern uns heute um Quick and Dirty Hip-Hop Mastering und sind sehr privilegiert, weil einer unserer großartigen Studenten, das ist nämlich der Joshua Hagedorn, hat diesen Song produziert mit dem Jibba, das ist auch der Künstler. Ein Monstrum, heißt Abriss. Und genau, ich werde, ja genau, frag jeden, der dabei war. TCT sagt es auf jeden Fall. Das ist Taib, kein anderer. Oder Thomas, nennt ihn Thomas. Wird auch immer ganz, ganz oft sozusagen der Nachname und der Vorname verwechselt. Ja, wir nennen ihn einfach Thomas, ist egal. Thomas ist der Nachname übrigens. Fernab davon, genau, also Hip-Hop-Mastering, Quick and Dirty. Ich werde nicht zu viel erklären, ich werde einfach ein bisschen was machen. Es geht darum, einfach sich so ein bisschen Mindset zu bilden im Mastering. Was ist überhaupt Mastering? Das erklären wir euch in unseren großen Sessions. Kommt einfach rein und genau, zieht euch das rein. Genau. Mastering ist letzten Endes die letzte Instanz, bevor die Musik oder eure Musik oder die Musik von anderen, wie auch immer, in die oder auf die Welt losgelassen wird. Und da habt ihr mehrere Arbeitsschritte, die ihr machen müsst. Es muss irgendwie so klingen wie das, was ihr draußen hört. Es muss audiophil sein, das bedeutet, ihr solltet keine Verzerrung oder so drin haben, Klicks, Pops und so weiter. Die Fades müssen gesetzt werden, die Pausen adäquat. Ihr seid Quality Control Mastering Engineers. Das bedeutet, ihr müsst am Ende eine Qualitätskontrolle machen und die Sachen dann rausgeben, meistens an ein Label oder was auch immer, je nachdem, mit wem ihr arbeitet. Genau, wir haben hier einen Hip-Hop-Song, Boom Bap, richtig geiles Ding, also ich finde den Mix brachial, können so ein paar Sachen machen. Ich habe da so ein Mindset sozusagen, wo ich dann rangehe, ich gucke, was fehlt dem Song, was braucht er ein bisschen edler zu klingen und genau, dafür würde ich sagen, legen wir gleich los. Wie gesagt, Erklärung, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Songs habt, die ich machen soll, wenn ihr was beisteuern wollt, wenn ihr sagt, ja super, aber erklär nochmal irgendwie in Depth, was du da alles machst, ne? In die Tiefe gehen, bisschen Nerdism rauspacken etc., mache ich sehr, sehr gerne. Schreibt es in die Kommentare sozusagen bei YouTube, bei Facebook und ballert uns voll und streamt und macht und tut und lasst die Channels explodieren, so gut ihr könnt. Und ja, dann sind wir natürlich gewillt, auch schöne Sachen zu machen. Dieses Mastering Academy on Air dient lediglich erstmal dazu, euch so ein bisschen Einblick zu zeigen, was machen wir überhaupt und genau, Sound und Video sind nicht synchron, super, läuft also wieder perfekt. Ich hoffe, das ist dann beim Restream irgendwie besser, aber glaube ich nicht, genau. Ja, ich lege einfach mal los und dann gucken wir mal, was da passiert. So, dafür gehen wir in Wavelab. Ich habe hier schon mal was vorbereitet und zwar habe ich eigentlich nur das DR-Meter, weil ich dann gucken möchte, wo sind wir am Anfang, lautheitsmäßig und wo sollen wir dann am Ende sein. Und dann, genau, schnell und Hallo aus der Sonne, hallo Vincent, ich grüße dich ganz herzlich von hier und die anderen grüße ich natürlich aus. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich da seid, so muss ich nicht mit mir selber reden. Gut, ein wichtiger Aspekt beim Mastering ist, dass wir ja einen wunderschönen Premix hier von Jibba und Joshua angeliefert bekommen haben. Und wir wollen, checkt die übrigens ab, da die Links sind unten bei YouTube, alles von uns dann embedded und eingepflegt. Checkt die ab, die machen richtig krasse Musik. Ich habe, wie gesagt, ein Metering, das kennt ihr, wir benutzen unser DR-Meter-Format, weil wir das unfassbar finden. Das hat einfach damit zu tun, dass wir hier die True Peaks ablesen können und wir sehen hier die Short-Term LUFS, was relevant ist für uns, unserer Meinung nach. Und in der heutigen Zeit insbesondere. Genau, und ein weiteres Plugin, was sehr wichtig ist, ist Matrix AB. Das ist nämlich ein Plugin, was uns erlaubt. B ist der Premix, den habe ich da einfach reingeladen. Und wir sind synchron, wir synken das Ganze sozusagen zu Wavelab und können jetzt im Prinzip schalten zwischen den einzelnen Parts und A und B abhören und gucken, ob wir das, was wir dann dem Song hinzufügen, ob das tatsächlich besser ist und irgendwie filigraner geworden ist, geiler geworden ist, High-Fidelity-mäßiger geworden ist, dicker geworden ist, nennt es wie ihr es wollt. Wie gesagt, ich gehe nicht zu sehr ins Detail. Genau, und da können wir Lautheit gleich abhören und das ist das Wichtige, weil oftmals kann man sich verzetteln. Lautheit ist ja so eine Sache, ihr kennt das Spiel, lauter besser und das bedeutet, wir wollen uns nicht selber tricken. Ja? Ich bin hier in Wavelab, wie gesagt, schalte mich mal unten weg, damit ihr ein bisschen sehen könnt, was ich mache. Und dann wollen wir uns erstmal das gute Stück anhören. So, dafür mache ich erstmal den wieder. Und wir gucken mal so ein bisschen, wo wir uns schon befinden. Ja? Das ist der Mix, der angeliefert wurde, das Pre-Master, der Mix, nennt es wie ihr wollt. Und hört mal rein.
kalter Tag im Winter 94. Das Licht der Welt ist trüb und grau. Flocken treiben unter schweren Wolken. Die Welt im Kreissaal, kühl und laut. Und ich lerne, wie man schreit, lerne, wie man lacht, lerne, wie man weint, lerne, wie man läuft, lerne eine Sprache. 15 Jahre später, verlernt, wie man atmet. Ein kalter Tag im Herbst, ich wach auf, Schläuche in den Rippen und Metall in meinem Bauch. Morphium im Blut und Katheter im Schoß. Doch nach diesem ersten Tod ging das Leben erst los. Gingerbar, bin grad aus der Klapse zurück. Waren meine ersten Zeilen auf dem Blatt, als ich heimkam. Seit diesem Tag füll ich die Takte. Frag die 5 Doppel-0, frag jeden, der dabei war. 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiße hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom Moloch und hab gefreestylt. Gesagt, wir sind Headliner, lass uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC. Was ich wollte, war immer nur Musik machen. Stattdessen Weed puffen und ne Nase Speed tacken. Aber immer weiter ein paar Zeilen auf den Beat packen. Dicker, das wird nie klappen, hab ich mir gesagt. Und dennoch schreib ich 12 Jahre später wieder einen Part. Ich glaube, es war Sommer um 2011. Häng mit Snacky in der Bude und wir brauchen Geld. Nur der Flaschenpfand zwingt uns in die Außenwelt. Den Schmuck aus deiner Bon kann man noch rauchen. Gesaufen, Hacken auf dem Teller, das Pad. Music Maker gecrackt und mit Headset gerappt. Ich hätte auf unsere Zukunft keinen Heller gesetzt. Dachte, wir wären schneller weg, als man ruppen kann. Immer unter Gruppenzwang, irgendwann auf Crystal und auf Coca. Pilzenteil in LSA, holte mich der Notarzt. Wieder in die Klapse, dann nach Hause komm. Und bei Snacky in der Bude wieder aufgenommen. Wieder bei Yoda, paar Wochen später. Und ich schreibe Psychoaktivität da. Ich schreibe, was ich erlebt hab, was ich gesehen und was ich überlebt hab. Schon länger als mein halbes Leben lang. 2014 mit Maske bei Jones. Ich bin rattenstoned, wieder liegt ein Blatt in meinem Schoß. Wieder laufen Beats von Yoda und ich stehe in der Booth. Nur 2 Tage später überfliege auf YouTube. Rappe mit Martini, komm wir ficken. Yo, back to the track. Genau, ganz kurz nochmal den Fasad angucken, weil er so wunderschön aussieht. Übrigens mit seinem SPL-Shirt und dem wunderschönen Stein, den ich hier von meiner Tochter habe. Und dann noch hier verziert mit so einem Schmetterling. Papa, das musst du mitnehmen, das bringt dir Glück. Auf jeden Fall. Vielen Dank für den geilen Track. Vielen Dank, Josua, dass du hier bist. Wie gesagt, Grüße auch nochmal an Jibba. Monstrum, also ich finde das Ding unfassbar. Ist sehr, sehr punchy, ist sehr, sehr geil. Genau, sehr modern, hip-hopig. Wir haben ein bisschen weniger Low-End, als wir das so oldschool-mäßig kennen. Aber ich würde mal gucken, ob ich da ein bisschen was reinzaubern kann. Wie gesagt, Mindset ist jetzt ein bisschen mehr Low-End. Bei der Harshness ein bisschen schauen, weil ich habe das Gefühl, dass Jibba selber ein bisschen harsh ist, gerade was die Sibilanten angeht. Und genau, dann würde ich dann als letztes sozusagen im Limiter arbeiten, im Kompressor arbeiten. Wie gesagt, ich erkläre nicht zu viel. Wenn ihr wissen wollt, wie ich die Sachen einstelle und warum ich sie so einstelle, dann, genau, insbesondere Kompression, das ist halt wirklich eine Wissenschaft für sich, dann, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, dann beantworten wir das und können auch nochmal ein Tutorial dafür machen. Ja? Okay, let's go. Wie gesagt, 26 Minuten bleiben noch. Lasst mal gucken, was wir so rausholen. Doppel-0, fragt jeden, der dabei war. 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiße hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom Moloch und hab gefreestylt. Gesagt, wir sind Headliner, lass uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC. Was ich wollte, war immer nur Musik machen. Stattdessen Weed puffen und ne Nase Speed tacken. Aber immer weiter ein paar Zeilen auf den Beat packen. Dicker, das wird nie klappen, hab ich mir gesagt. Und dennoch schreib ich 12 Jahre später wieder einen Part. Er gibt die Beats und die Scheiße hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der... So, einmal kurz den Input angepasst. Genau, sehr starker Song finde ich auch. Klingt unfassbar. Sehr viel Tiefe, geile Stimme.
monstermäßiger Beat, also abgeliefert auf jeden Fall, ihr beiden. Der liebe Yozua und Jibba zerstört. JJ, könnte man auch sagen, JJ Okocha, auf jeden Fall direkt reingemacht. Genau, ihr könnt ein bisschen sehen, dass die Peak-Struktur, seht ihr das? Das sind so ein bisschen noch so haarige Peaks, nennen wir das. Genau, und da kann man so ein bisschen, ich mache mal ein bisschen größer, guck mal hier, so. Und da kann man ein bisschen dann auch gegen an, Limiting, Clipping, Compression, muss man eben gucken, was so passt, ja? Das erste, was ich machen würde, ist, wir arbeiten hier auf Clip-Ebene, erstmal einen EQ reinladen und die Areale adressieren, von denen ich eben gesprochen habe. Wir nehmen unseren wunderschönen EQ Blue, einen minimalphasigen EQ, unser Brot- und Butter-EQ, der unseres Erachtens nach unfassbar klingt, und dann wollen wir mal gucken, wo die Areale sozusagen oder wo der Frosch die Locken hat. Proportional 3, wie gesagt, reines Kontuieren. Mix klingt übertrieben, da muss man nicht viel machen. Und dementsprechend geht es dann los. Genau, soweit runter am RMS zum Anfang. Genau, es hat ein bisschen was damit zu tun, Heinz, dass RMS so ein bisschen den Bass deutlich besser repräsentiert. Und die RMS sollen dafür sorgen, dass wir mit etwa so minus 18, minus 17, minus 19, das kommt auf das Gear an, dann vielleicht in analoge Emulation rein können oder in analoge Hardware. Das ist so der Sweet Spot, weil dann sind wir so bei dem typischen plus 4 dBu und da wissen wir dann, wo es hingeht. Also wir messen eigentlich minus 18 RMS equals 0 VU, wenn du so möchtest, 0 VU, und dann sind wir so in diesem Ballpark, wo analoges Gear eingesteuert werden kann. Ja, so viel dazu. Und dann geht's halt los. Und lasst uns beginnen. Das Cappy stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom Moloch und hab gefreestylt gesagt, wir sind Headliner, lasst uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte, war immer nur Musik machen, stattdessen Weed puffen und ne Nase Speed tacken, aber immer weiter ein paar Zeilen auf den Beat packen. Dicker, das wird nie klappen, hab ich mir gesagt. Und dennoch schreib ich 12 Jahre später wieder einen Part. Ich hätte auf unsere Zukunft keinen Heller gesetzt, dachte wir wären Schnitt, Yoda gibt die Beats und die Scheiß war 2010, ich rekorde mit dem Tonband, Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an, sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stoned, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows, das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack, ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom Moloch und hab gefreestylt gesagt, wir sind Headliner, lasst uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich rekorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stoned, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Vom Moloch und hab gefreestylt gesagt, wir sind Headliner, lasst uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich rekorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stoned, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom Moloch und hab gefreestylt gesagt, wir sind Headliner, lasst uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich rekorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stoned, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom Moloch und hab gefreestylt gesagt, wir sind Headliner, lasst uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich rekorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stoned, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies unten um war 2010, ich rekorde mit dem Tonband. So, soweit so gut erstmal. Das gefällt mir. Also, wie ihr seht, ein bisschen Smiley Curve. Ab 8K, dann so einen leichten High-Shelf, 0,5 dB, 1 dB ab 100 Hertz. So typisch Pultec-mäßig, ohne halt hier irgendwie noch einen Bump zu setzen. Und was haben wir da Schönes? Okay.
und ein bisschen was in 3600 Hertz entfernt, so 4K, 3K, 3.6, 3.3, da wo unsere Ohren extrem empfindlich sind. Da muss man mal ein bisschen gucken und dann entsprechend dann auch mal gegen angehen. Nicht sinnvoller, wenn man den Spuren bauen kann, warte mal, Harald schreibt, aber ist im Mastering nicht sinnvoller, wenn man an den Spuren bauen kann. Das verstehe ich jetzt noch nicht. Was tut damit? Warum bitte so weit runter? Wir haben es zum Anfang. Also das verstehe ich nicht, mit den Spuren bauen kann, Harald. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären. Genau. Soweit dazu. Und ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns mal an. Das ist das Coole daran. Wir können jetzt lautheitsgleich machen. Und zwar mit unserem Adapter Magic AB lautheitsgleich matchen und dann mal anhören, ob der EQ überhaupt was verbessert hat oder verbessert. Ja, soviel zu Wavelab. Dabei war 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom One Love und hab gefreestylt. Gesagt, wir sind Headliner, lasst uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Super angenehm, bin ich dabei. Die Snare hat ein bisschen gelitten, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. So, zweites Tool, wir wollen halt wie gesagt gucken, dass wir mit 4 Tools da auch hinkommen, wo wir hinwollen, ist eine Tape-Maschine. Eine Tape-Maschine kann mehrere Sachen gleichzeitig. Eine Sache, die es kann, ist saturieren, also so ein bisschen Lebendigkeit reinzaubern. Abhängig davon, welche Inches per Second man nimmt, welche Tape-Formula man nimmt, also welches Tape sozusagen, welches Tape-Band, kann man sozusagen bestimmte Areale besonders hervorheben und andere Areale ein bisschen zurückfahren. Genau, und komprimieren kann es auch sehr, sehr gut, das ist auch bekannt, und eben Distortion hinzufügen. Wir wollen ein bisschen Lebendigkeit reinkriegen. Das möchte ich gleich mal hier machen, und zwar mit der virtuellen Tape-Maschine, weil unsere UAD-Plugins gerade ein freundliches Goodbye gesagt haben. Mal gucken, was wir hier so zaubern können mit dem wunderschönen Teil. Dafür ist es natürlich gut, das Kalibrieren mit den minus 18 RMS übrigens, weil wir dann hier jetzt in so ein analoges Plugin reingehen. Das gilt nicht für alle Plugins, bitte nagelt mich nicht drauf fest. Softtube, es geht da nochmal ein bisschen anders mit um, aber nur mal so zum Mitnehmen. So, ich gehe erstmal in die Settings. Noise, warum Noise? Brauche ich nicht. Und ich würde so ein bisschen das Bass-Alignment auch anpassen, so irgendwie minus 1,5 so runtergehen. Gibt immer einen Bass-Bump und da will ich nicht zu viel haben. So, jetzt kalibrieren wir mal und gucken mal, welches Tape. Normal beim Biasing, High heißt Saturierung in den Höhen, Low im Low-End und Normal heißt im Prinzip, dass beide Areale, also High und Low-End, gleich gefärbt werden, wenn man so möchte. Ich würde mich wahrscheinlich für eine 30 Ips entscheiden, weil ich bei 15 Ips das Gefühl habe, vielleicht, dass es dann irgendwie zu Lo-Fi klingt. Das werden wir uns gleich anhören. 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom One Love und hab gefreestylt. Gesagt, wir sind Headliner, lasst uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom One Love und hab gefreestylt. Gesagt, wir sind Headliner, lasst uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und Oh yeah, wie wir so schön sagen. So, jetzt ein bisschen Kompression. Die Kompression dient hier eigentlich zum Groove bauen, nicht dem Lautmachen oder der Kompression an sich, sondern
Ich will da ein bisschen Groove drin haben und dann nehme ich hier den wunderschönen Unison von Tone Projects, weil der einfach unfassbar unsagbar klingt. Und Quality, ja klar, warum denn nicht? Pristine, klingt doch immer geiler als High. Nehmen wir doch erstmal und dann gucken wir mal, was wir da so reindialen, ja? Nee, gehen wir mal ein bisschen weiter runter, so, und für den Sidechain High Pass, da gibt es so ein paar kleine Ballpark-Regeln, die man einsetzen kann. Da würde ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt dazu, dann haut es rein. Ich habe da meine Gründe, warum ich das so einstelle und würde das auch mit euch dann sozusagen erörtern, wenn denn auch Bedarf besteht. Also immer schön unten reinschreiben, immer kommentieren, sagen, Fazit sieht gut aus und den Rest kriegen wir auf jeden Fall hin. So, hören wir uns das mal an, was hier passiert. Mastering-Ratio, so wie wir das kennen, ganz simpel, 1:2:1 und los. 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom Moloch und hab gefreestylt, gesagt, wir sind Headliner, lass uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonbon, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen. So, Fasi schaltet noch einmal um. Also, Kompression, ganz kurz nochmal dazu. Wie ihr merkt, werden die Tools wirklich heiß angefahren, damit man überhaupt hört, was die Tools machen. Das ist ein Tipp, den ich euch gebe, ganz wichtig, gerade bei Kompression. Was macht ein FET-Kompressor, was macht ein VCA-Kompressor, was macht ein Varimo-Kompressor? Schön Gain Reduction reinfahren, Attack Release einstellen, schön moderat anfangen und dann einfach eben gucken, bisschen kürzer werden, bisschen länger werden und gucken, wann groovt es richtig. Ja? So viel dazu. So habe ich das ungefähr eingestellt. Alles andere würde ich dann nochmal detailliert erklären. In Pattern und in Flows, das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom Moloch und hab gefreestylt, gesagt, wir sind Headliner, lass uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom Moloch und hab gefreestylt, gesagt, wir sind Headliner, lass uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom Moloch und hab gefreestylt, gesagt, wir sind Headliner, lass uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC war. Okay, so far so good. Dann wollen wir mal einmal kurz ABen, um zu sehen, was hier los ist. Matchen. 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom Moloch und hab gefreestylt, gesagt, wir sind Headliner, lass uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom Moloch und hab gefreestylt, gesagt, wir sind Headliner, lass
uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies, unten umgedreht. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom Moloch und hab gefreestylt. Gesagt, wir sind Headliner, lasst uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies, unten umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom Moloch und hab gefreestylt. Gesagt, wir sind Headliner, lasst uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC. Ja, er war auf jeden Fall ein Rapper und MC. Er war auf jeden Fall ein Rapper und MC. So, dann wollen wir mal kurz gucken, was wir hier Schönes machen können. Jibber abgeliefert, Bruder. Ganz, ganz böses Ding. So, dann nehmen wir uns mal das Limiting vor. Tupic erstmal aus, hier irgendwie auf 0.3, Oversampling machen wir erstmal an. Dann wollen wir mal ganz kurz hören, überhaupt, wo wir uns befinden. Hier gibt es einen One-to-One-Button, der sehr, sehr gut ist, um einfach zu sehen, was macht das Limiting. Und wir haben ein Delta-Modus, um zu sehen, was ist die Differenz zwischen Output und Input, was auch sehr, sehr gut ist. So, 8 Minuten haben wir noch, dann wollen wir mal quick and dirty zum Ziel kommen. So. Let's go. So, wie ihr seht, kopiere ich mir das immer hin auf A, B, gerade was die Release-Stage angeht. Dieses Tool ist ein Monstrum, ist aber auch schwer zu verstehen. Da können wir auch ins Detail gehen, wenn ihr wollt. Da muss man sich wirklich reindialen, um zu sehen, ist das ein Clipper, ist das ein Limiter. Macht er beides, wann fängt er an zu klippen, wann limitiert er und so weiter. Ihr hört die RMS im Delta, ihr hört, dass sogar die Musik sozusagen dann bearbeitet wird. Alles, was musikalischen Hintergrund hat, Bass und so weiter. Aber bei der anderen, bei der höheren Release, die ich eingestellt habe, nämlich bei B, hier ca. 413, habt ihr das Gefühl, dass es so ein bisschen out of sync ist und die Snare zu sehr runtergedrückt wird. Das möchte ich nicht. Und dementsprechend gefällt mir eine sehr, sehr kurze Release, so kurz wie möglich. Nicht vergessen, kurze Release bedeutet beim Limitieren eben auch Distortion im Low-End. Das heißt, ihr müsst immer einen Mittelweg finden. So, weiter geht die Reise. Dann wollen wir uns das mal wieder runterfahren. Jetzt habe ich ungefähr ein Setting, wo ich sage, ist geil. Dann gehen wir da nochmal rein. One-to-One-Button nehmen wir raus. Und dann wollen wir mal gucken, wo wir uns befinden. Mal 5 dB erstmal reindrehen da, ne? Wird jetzt ein bisschen lauter. Let's go. 1010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stone, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy.
Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom One Love und hab gefreestylt. Gesagt, wir sind Headliner, lasst uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiße hört sich dope. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stoned, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom One Love und hab gefreestylt. Gesagt, wir sind Headliner, lasst uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiße hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stoned, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom One Love und hab Er stand vor One Love und hat gefreestylt, Jungs. Wisst ihr Bescheid? Genau, was hier passiert, ist nichts anderes als wir schalten zwischen A und B. Dauert ein bisschen, ist ein bisschen wegen der Plugins und so weiter. Und gibt es halt Sync-Probleme. Am Ende des Tages hört ihr, wie ihr deutlich lauter machen könnt. Quick and Dirty bedeutet für mich erstmal da sein, wo wir hingehen. Sozusagen, was beachtest du beim Einstellen der Attack-Zeiten beim Limiting? Heinz im Glück. Das ist nicht so einfach zu sagen, mein Lieber. Es kommt immer auf den Limiter an. Ob die Attack wirklich eine Attack ist oder ob es tatsächlich nichts anderes ist, als wie beim Fab-Filter dir zu sagen, also terminiert, wann die Release-Stage einsetzt. Das bedeutet, wann ist es ein Soft-Clipper, wann ist es ein Hard-Clipper und wann geht es in das Limiting. Du hast gesehen, in dem Moment, wo ich dann auch noch den Lookahead angehoben habe, hast du die RMS gehört. Vorher hat es so gemacht, wie mein alter Physiklehrer an dieser Stelle. So eine kleine Anekdote aus unserem Mastering- und Mixing-Kurs hier bei uns in der Mastering Academy. Aber genau, und sobald ich dann die Lookahead auch hochgedreht habe, habt ihr gehört, dass plötzlich Musikanteile drin waren. Plötzlich hat man den Bass gehört und so weiter und so fort, die halt mit limitiert werden. Das kann man nicht so sagen. Attack-Zeiten kann man in der Regel so einstellen, wobei Limiter eine sehr, sehr schnelle Attack haben, einstellen, dass man sich sozusagen das Fundament nimmt, den tiefsten Ton in dem Song. Das ist abhängig von der Tonart natürlich. Und da dann sagt, okay, was passiert, wenn dieser tiefe Ton eine Periode macht? Das kann man ausrechnen. Dazu, wie gesagt, kommen wir, wenn ihr so ins Detail kommt. So viel verraten ist dann auch schwierig, weil wir sagen Quick and Dirty und ihr sollt ein bisschen was mitnehmen, was wir hier so machen. Ne? Und alles andere, wie gesagt, im Detail auch gerne in unseren Kursen. Genau. Kommt zu uns rein. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid. Da lernt ihr wirklich Nerdism. Der Fasi redet immer ohne Punkt und Komma. Wir hören noch mal ganz kurz rein und dann machen wir noch ein paar Feintweaks und gucken mal, ob wir das so hinbekommen haben, wo wir es hinhaben wollen. Also wie gesagt, klingt deutlich aufgeräumter, ist ein bisschen saftiger im Low-End, verliert zwar ein bisschen Punch, der Kick und Snare, aber es ist ein bisschen Hip-Hop-lastiger, Boom-Bap-lastiger, wenn man so haben möchte. Das ist mein Empfinden. Das ist ja auch immer so ein bisschen Preference und Personal Taste. Genau, hören wir noch mal ganz kurz rein. Achtet insbesondere auf Jibber, wenn er sowas wie also Worte sagt, wo Sibilanten drin vorkommen. Dann merkt ihr, wenn ihr es laut macht, dann wird das schon wieder problematisch. Er klingt eher dünner. Deswegen habt ihr mich auch bei 400 was reindrehen hören, weil ich möchte ihm ein bisschen Bauch geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Nicht immer alles 400 rausziehen und 200 rausziehen. Diese Anekdoten, die machen keinen Sinn. Ihr müsst sehr, sehr vorsichtig mit solchen Pauschalaussagen sein. Ne? Weil die Frequenzen sind extrem abhängig davon, in welcher Tonart ihr seid. Und von der Produktion und von der Instrumentierung und vom Genre, bla 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 bla. Let's go. 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiße hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stoned, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Alles aus. Ich finde, das klingt unfassbar. Ich kann es jetzt richtig laut hier im Studio hören. Es nervt nicht, Musik muss laut hörbar sein. Es ist aufgeräumt, es klingt super. Der Mix war schon der absolute Wahnsinn, aber es ist genau das Problem, wenn wir da wieder anfangen, irgendwie das Ganze. Nathan, it will be in English too. We started in German and we will do it in English too. Let's give us a try that everything will turn up great here with the setup and everything. You saw us losing the audio. You couldn't hear anything, but then it will be in English too, so don't worry, okay? Yeah, that's that for now, and yeah, I would say
oder ich würde sagen, so, jetzt muss ich wieder ins Deutsche, das klingt echt saftig. Wie gesagt, habt ein Mindset. Diese Sachen sind hier live, deswegen, wenn Faser da mal ein bisschen stammelt, ne, kommt er nicht ins Strauchen. Es ist live. Habt ein Mindset, versucht so ein bisschen, Marco, ich liebe dich, versucht ein bisschen euch zu überlegen, was für eine Vision habt ihr für den Song. Und diese Vision könnt ihr machen, wenn ihr sehr, sehr viel Erfahrung habt. Das bedeutet eigentlich im Umkehrschluss, wenn ihr noch nicht viel mastert, ihr müsst halt einfach an diesen Songs arbeiten. Mastern. Oh, okay, halbe Stunde ist um. Mastern. Eine Referenz nach der anderen euch reinziehen. Immer wieder sozusagen daran arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig für euch. So, ich schalte mal hierher, dann könnt ihr auch noch einen wunderschönen Kerl sehen sozusagen, ne, für die Leute, die es interessiert. Und genau, und je mehr Erfahrung ihr habt, desto einfacher wird es auch sein, zu hören, was ist da genau los. Wir mastern nicht nach Analyzern oder gar nichts, aber wenn wir etwas hören, wo wir das Gefühl haben, okay, da fehlt ein bisschen Low-End, dann gucken wir auf den Analyzer und dann können wir uns das anschauen und dann merken wir, okay, das ist ja nicht so ganz Hip-Hop, so wie wir das kennen. Wohingegen, wie gesagt, der Punch super geil ist. Ich kann es auch noch mal ganz kurz demonstrieren, indem ich dann sozusagen auf das Original gehe und wir gehen mal ganz kurz zum Pinguin. Dann werdet ihr sofort verstehen, was ich meine. Achtet mal auf Kick. Die Kick sitzt bei 80 Hertz, etwa so Pi mal Auge. Und dann, warte, ich muss einmal hier kurz minimieren. Und dann achtet mal darauf, wo der Subbereich ist. Alles unter 80 Hertz. Ja? In diesem Beispiel. Wartet ganz kurz. So, mehrere Sachen gleichzeitig können. Ich gebe mir Mühe. Guckt mal genau hin. Und dann werdet ihr sehen, was ich für ein Mindset hatte. Let's go. 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stoned, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy. Weite Hoodies, unten umgedrehtes Cappy. Stand mit Friedrich Schiller in der Schlange vom One Love und hab gefreestylt. Gesagt, wir sind Headliner, lasst uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich wollte war 2010, ich recorde mit dem Tonband. Ich recorde mit dem Tonband. Ich sollte auf jeden Fall auch nochmal Scratcher werden. Vielleicht gibt mir Friedemann eine Plattform für. Aber ihr könnt ungefähr sehen, genau, laut, genau und dynamisch. Danke, Marco, das würde ich auch sagen. Es knallt auf jeden Fall schön. Und wenn ihr euch das auf jeden Fall mal angeguckt habt, eben im Analyzer, konntet ihr es wirklich sehen, dass in der Mix-Version, das war nämlich B, was ich abgespielt habe, also Pre-Master, was einem wirklich sehr, sehr gut gelungen ist, also Josuas, du bist der King, sozusagen merkt ihr sozusagen, dass da so ein bisschen die Kick einfach Oberhand gewinnt. Es ist noch nicht ganz auf einer Ebene mit der Snare, gerade mit dem Snare-Bottom, was so ein bisschen da ist, und ich gleiche das ein bisschen an. Ich gebe dem Ganzen ein bisschen Sub, damit da ein bisschen Energie reinkommt und dadurch schwimmt das alles so ein bisschen auf. Ihr könnt das wirklich hören und ihr könnt auch sehen, dass da so ein Lag, also so ein, ich sag mal, ein Defizit bei 300, 400, 300 Hertz, schieß mich tot ist. Und da muss man eben gucken, dass man diese Wärme reinbekommt. Sonst hat man eben das Problem, dass die Musik zu harsch wird. Wenn man sie laut macht, dann kann man sie nicht mehr hören, weil Jibber dir dann ins Ohr rasiert sozusagen. Er hat dann seinen Rasierer und sagt dann so hier, 3K, 4K, ich rasiere dir die Ohren. So nach dem Motto. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und diese Areale lernt ihr eben auch bei uns kennen und dann wirklich auch ins Detail und wie man das Ganze sozusagen nailt und dann auf den Punkt bringt. Also klingt auf jeden Fall amtlich. Lasst uns noch mal ganz kurz reinhören. Ich mache noch mal ein bisschen A und B und wir vergleichen noch mal und dann ist euer Fasi raus. Mastering Academy on Air, die zweite. Let's go. Ein kalter Tag im Winter 94. Das Licht der Welt ist trüb und grau. Flocken treiben unter schweren Wolken. Die Welt im Kreissaal, kühl und laut. Und ich lerne, wie man schreit, lerne, wie man lacht, lerne, wie man weint, lerne, wie man läuft, lerne eine Sprache. 15 Jahre später, verlernt, wie man atmet. Ein kalter Tag im Herbst, ich wach auf, Schläuche in den Rippen und Metall in meinem Bauch. Morphium im Blut und Katheter im Schoß. Doch nach diesem ersten Tod ging das Leben erst los. Jibber, bin grad aus der Klapse zurück. Waren meine ersten Zeilen auf dem Blatt, als ich heimkam. Seit diesem Tag fülle ich die Takte. Frag die 5 Doppel-0, frag jeden, der dabei war. 2010, ich recorde mit dem Tonband. Yoda gibt die Beats und die Scheiß hört sich dope an. Sitzen auf der Couch vor der Bonk, völlig stoned, pumpen Rap und zerlegen ihn in Pattern und in Flows. Das war Tiefenanalyse, jeden Tag ein neuer Track. Und am nächsten Tag war das, was wir recorded haben, wack. Ich war Rap, wollte taggen und trug Baggy.
Weite Hoodies und ein umgedrehtes Cappy. Lag mit Friedrich Schiller in der Schlange vom One Love und hab gefreestylt. Gesagt, wir sind Headliner, lasst uns VIP rein. Und trotzdem war ich nie ein Rapper und MC, was ich bei war. 2010, ich rekorde mit dem... Sorry hier mit dem Loop. Genau, musste erstmal hier mit Wavelab wieder reinkommen. So, ja, man hört es wirklich eindeutig, dass sobald es laut wird, da wird es sehr, sehr schwierig. Er klatscht, die Snare klatscht, Sibilanten und Snare reichen sich die Klinke in die Hand. Dafür dienen so diese Korrekturgeschichten, die wir hier machen. Ja, bisschen Tuning EQ, wie Toni das fantastisch ausdrückt. Ich hab dich lieb, mein Bruder. Genau, hier ein bisschen wieder 2 Kilohertz und bei, um die Vocals ein bisschen rauszuholen, aber nur im Sum, also in einem Monopart. Und ja, klingt also unfassbar. Das Ding ist ein absolutes Monstrum. Mart EQ Blue, unser Brot- und Butter-Ding. Wie gesagt, Tape-Maschine, um dem Ganzen ein bisschen Eier zu geben, ein bisschen rund zu machen, ein bisschen dick zu machen, aber eben auch diesen typischen Hip-Hop-Tape-Sound zu kreieren, den man so auch von Dre kennt und so weiter und so fort. Und Unisim, ein fantastischer Mastering-Kompressor von Tone Projects, einmal nochmal eingesetzt, um im Prinzip oben zu sagen, so Schluss, Amplituden gehen nicht weiter. Sorgt dafür, dass du so einen kleinen Deckel raufsetzt und das Ganze schön kompakt machst, dass da nichts mehr rausspringt und uns nervt. Und final geht's in das Limiting und dann sind wir auch fertig. Das war Mau und er die zweite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Peace.